Ich hoffe, dass wenn wir mal ein großes Turnier gewinnen, dass auf Twitter uns Angela Merkel auch gratuliert. Wäre natürlich super, würde mich freuen, aber es ist sehr unrealistisch. Ich bin Fatih Gopedayik und bin Computerspieler. Ich komme aus Frankfurt am Main, bin dort geboren und aufgewachsen. Meine Eltern kommen ursprünglich aus der Türkei, sind vor meiner Geburt aber nach Deutschland gezogen. Ich bin auf jeden Fall in Deutschland als Türke aufgewachsen, würde ich sagen. Aber meine Eltern waren auch immer sehr, sehr daran interessiert, dass ich mich integriere, dass ich in eine multikulturelle Fußballmannschaft gehe, dort viele Leute kennenlerne, viel mit anderen Kindern spiele. Also ich denke, ich bin eher multikulturell aufgewachsen, aber auf jeden Fall auch türkisch. Zu dem Zocken bin ich eigentlich in jungen Jahren gekommen. Ich habe immer gern auch andere Spiele gespielt. Wie ich jetzt zu dem Spiel gekommen bin, das ich jetzt immer noch spiele, ist auf jeden Fall durchs Internetcafé. Mit Freunden ist man mal einfach hingegangen. Das Internet zu Hause mit dem Modem war natürlich noch zu schlecht. Als ich angefangen habe, war ich ungefähr so 13, 14. Mit 17, 18 habe ich dann professionell gespielt. Man kann sagen, dass ich seit 11 Jahren ungefähr mein Geld damit verdiene. Da der E-Sports immer gewachsen ist, wurde es halt zum richtigen Job dann, würde ich sagen. Das Computerspiel, das ich spiele, ist sehr simpel aufgebaut. Da gibt es zwei Teams. Ein Team besteht aus den Angreifern, ein Team besteht aus den Verteidigern. Und es hört sich sehr simpel an, aber hard to master, wie man so schön sagt. Meine Eltern haben auch respektiert, dass das meine Leidenschaft ist und haben mich da auch unterstützt. Das ist ihnen total fremd, aber mein Vater guckt jetzt auch viele Spiele, auch wenn ich nicht spiele so. Sagt, heute Abend läuft ein Spiel, ich denke so, wer spielt denn heute Abend Fußball? Aber nein, er will halt das Spiel zuschauen, was ich spiele, was ihn halt auch sehr interessiert. Früher hätte man eher sagen können, woher ein Spieler herkommt, nur beim Zuschauen. Im Moment ist es schwieriger geworden, weil es wird viel mehr international gespielt. Man kann es eher an Teams feststellen, die einen gewissen Taktik verfolgen, sage ich mal. Also bei den Deutschen ist es natürlich so, dass sie kontrolliertes Spiel, sehr, sehr strukturiertes Spiel. Das liegt einfach so quasi in den deutschen Genen, würde ich sagen. Aus Schweden ist es so, dass es sehr individuell ist. Also jeder hat super gutes Aiming, wie im Fußball mit den Brasilianern und der Technik. Ähnlich wie im Fußball halt. Deutschland wird ein Weltmeister, indem sie eine Mannschaft haben, wirklich, keine Individualisten. Und so ist quasi die Mentalität auch in dem Spiel, das ich spiele. Die Mannschaft steht immer im Vordergrund bei den Deutschen und ich denke, das ist der beste Weg. Es ist total egal, gegen wen man spielt, aus welchem Land er kommt. Im Endeffekt ist es ein Gegner. Es geht nicht darum, welche Hautfarbe man hat. Es geht nicht darum, aus welchem Land man kommt. Man verfolgt ein Ziel und man hat die gleiche Leidenschaft. Und das ist das Schöne, denke ich mal, an dem Spiel, weil es hat überhaupt keine Grenzen in dem Sinne. Auf jeden Fall ist es so eine utopische Welt, weil es nicht darauf ankommt, was man anhat, wie man aussieht, aber dennoch gibt es die gleichen Probleme, denke ich mal, wie überall im Internet. Leute sind natürlich hinterm PC, fühlen sich sicher, können natürlich Sachen, Kommentare schreiben, wie zum Beispiel auch auf YouTube oder auf anderen Plattformen. So ist es ähnlich. Man wird zwar nicht nach dem Äußeren beurteilt, weil jeder ungefähr das gleiche Model hat, aber man wird nach der Stimme beurteilt. Zum Beispiel die Community mag keine Russen, weil die sich nicht gerne anpassen, nicht gerne kommunizieren, sondern die reden dann einfach Russisch mit dir, anstatt halt versuchen, auf Englisch mit dir zu reden. Die sagen was auf Russisch, werden dann als typischer Russe, sage ich mal, abgestempelt und werden dann einfach quasi gehasst. Also so wie die Menschen sind, sind natürlich Fremde immer erstmal eine Gefahr. Und es wäre natürlich schön, wenn sowas nicht geben würde, aber sowas gibt es leider auch. Ja. Ich denke, Deutschland tut sich schwer, E-Sports als Sportart anzuerkennen, weil die Politik sehr vorsichtig ist in der Hinsicht. Sie wollen natürlich die ganzen Kinder schützen, dass nicht alle Kinder zu Zockern werden, sondern auch draußen spielen. Und ich denke auch, dass Deutschland manchmal in Sachen Technologie ein bisschen hinterherhängt. Wir sind eines der fortgeschrittensten Länder und haben trotzdem nicht so gutes Internet teilweise. Also Rumänien hat teilweise besseres Internet als wir. Natürlich kein Disrespect oder so, sondern ich denke, dass da Deutschland etwas weiter voraus sein müsste.